So, machen wir mal einen kurzen A/B-Vergleich. So klingt es jetzt. Ich habe ein cooles Plugin bei einem YouTuber gesehen. Ein Plugin, das deinen Mix komplett verändern kann, säubern kann und glänzen lässt. Und das Ganze für knapp 12 Euro. Wenn du wissen willst, um was es geht, bleib dran, bis gleich. Und damit man das Ganze gleich sehr gut raushören kann, habe ich hier von Kontakt Electric Sunburst Plugin reingeladen. Also eine schöne Distortion-Gitarre, die sehr viele Störfrequenzen hat und die wir gleich mit einem einfachen Plugin rausziehen können. Und es handelt sich um das Plugin Darius von War Production. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen komplex aus, ist es aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es ist sehr einfach zu bedienen und kann einem dazu bringen, Resonanzen rauszuhören, die man mit einem normalen EQ nicht direkt raushören kann, beziehungsweise filtert er das Ganze ein bisschen anders als jetzt ein normaler dynamischer EQ und wir gehen das gleich mal kurz durch und dann zeige ich euch auch den Grund, warum ich mir dieses Plugin direkt gekauft habe. Genau, und hier haben wir das schöne Stück. Auf der linken Seite oben den Low Cut, selbsterklärend, auf der rechten Seite Excite, um die Höhen später zu boosten. Dann haben wir hier drunter den Q, den wir je nachdem, wie stark wir den Filter einsetzen möchten, entweder breiter oder halt schmaler einstellen können. Darunter die Oktaven, das zeige ich euch gleich, wenn das Ganze in Bearbeitung ist, denn dann kann man das aufgrund der Grafik ein bisschen besser sehen. So, dann haben wir hier noch die Tonauswahl, damit kann man das Ganze statt jetzt nur die Resonanzen zu hören, auch von der Tonart her hören. Unten die Kompensierung, damit gleicht man das sozusagen, was man weggefiltert hat, wieder aus. Werden wir alles gleich hören. So, unten links der Listenbutton, der wichtigste, die Dynamik, inwiefern man da dynamisch bleiben will und mitten Seitensignal, denn man kann hier nicht nur die Mitten, sondern auch die Seiten bearbeiten. So, oben haben wir die Presets, sehr vieles dabei für Akustikgitarren, Hi-Hats, Mastering, E-Gitarren und so weiter und ja, ich würde mal sagen, ohne ein Preset zu bedienen, gehen wir das Ganze mal durch. Das wird zu laut. Ich muss das mal alles hier leiser machen, sonst fetzt euch das gleich so die Ohren weg. Jetzt würden einige sagen, ey, das kannst du doch auch mit dem Pro Q3 von FabFilter machen oder mit einem anderen EQ oder mit irgendeinem Resonanzfilter. Kann man tatsächlich. Wir werden das auch gleich mal vergleichen, aber nichtsdestotrotz arbeitet dieses Plugin anders. Ich weiß nicht genau, inwiefern die dynamischen Bewegungen da Einfluss drauf haben, aber wir werden das gleich mal vergleichen. So, jetzt suchen wir uns hier mal die störendste Resonanz raus. Also der Workflow ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf Listen. Es spinnt die Maus denn so? Dann könnt ihr euch hier dementsprechend die lauteste störende Resonanz raussuchen. Das machen wir jetzt. Genau, und hier mit dem Stereo-Button in Orange könnt ihr das Ganze dann schön runterfiltern. So, ich mache jetzt hier nochmal einen kleinen Low-Cut drauf. Also ab 100 Hertz sollte passen. Dann drehe ich den Excite-Button auch ein bisschen höher. Um der Gitarre noch ein bisschen so den Glanz zu verleihen. So, machen wir mal einen kurzen A/B-Vergleich. So klingt es jetzt. Unterschied definitiv hörbar und nicht so einfach mit dem EQ zu bearbeiten, wie man denkt. Und das zeige ich euch anhand eines anderen Beispiels. So, ich habe hier nämlich einen Beat. Wir suchen uns mal die lauteste Stelle und zwar die Hook. Das eigentlich hier sein. Das Ganze natürlich auch ein bisschen leiser. Okay, richtige Stelle rausgesucht. Dann laden wir das gute Stück mal wieder rein. Jetzt gibt es hier ein schönes Preset, das nennt sich... Moment mal, wo haben wir das gute Stück denn? Weiß jetzt nicht, war das Master Clarity oder war das Master da? The Harsh Master. Ein sehr cooles Preset. Bisschen schwach eingestellt. Ich würde es jetzt tatsächlich ein bisschen stärker machen und den Q auch ein bisschen breiter. Und dann würde ich sagen, beobachten wir mal die Grafik, denn da kann man gleich sehen, was mit den Oktaven passiert.
Gute an der ganzen Geschichte ist, der senkt halt nicht nur ab, sondern da passiert was. Und achtet mal genau darauf, was da passiert. Es hat so eine Art Gullfoss-Effekt, das heißt, er arbeitet in dynamischen Bewegungen. Man merkt auch, wenn man den Q zu schmal einstellt, also wenn der zu breit ist, nimmt das Ganze zu viel Fokus weg. Deswegen auch vorsichtig hier an der Sache rangehen. Der Master, also die Master-Einstellung war eigentlich schon top. Klickt den jetzt nochmal an. So, der hatte hier bei minus 4 dB. Ich würde trotzdem also bis hier runtergehen und den Q auf 4 oder 5 stellen, je nachdem, was für ein Beat ihr da habt. So, gut, dann probieren wir das Ganze mal mit dem EQ. So, was war das? 4 Kilohertz, ne? So, da haben wir es genau. Ziehen wir das gute Stück mal runter. Das ist jetzt spannend. Ich weiß nicht, wer das von euch gehört hat, aber er hat sozusagen die meisten Störresonanzen, die sind weggefiltert. Das ist aufgrund der Bandeinstellung. Aber hin und wieder tauchen mal so kleine störende Piekser auf. Wer gute Kopfhörer hat, hat das jetzt ganz genau gehört. Und das hat man bei diesem Darius nämlich nicht, weil das Darius-Plugin nämlich in dynamischen Bewegungen arbeitet, wie jetzt ein Gullfoss oder der Smart EQ von Sonable. Und wir hören uns jetzt mal einen AB-Vergleich an von beiden. So, ich mache das jetzt so, dass das immer im Wechsel kommt. Kleine, aber feine Unterschiede sind vorhanden. Je nachdem, wie man mit dem Plugin arbeitet, kann man damit schon sehr viel reißen. Warum ich das Video gemacht habe, es gibt Leute, die sich SUS 2 zum Beispiel nicht leisten können oder einen Gullfoss nicht leisten können, weil das halt sehr teure Plugins sind. Aber ich finde, mit 12 € kann man bei so einem Plugin nicht viel falsch machen. Wie man sehen konnte, macht das Teil ja auch eine gute Arbeit. Und von daher von meiner Seite aus eine klare Empfehlung, wenn man jetzt SUS 2 oder andere Plugins nicht besitzt. Aber ja, ach so, was ich noch vergessen habe, man kann hier auf den Button klicken und also hier auf diesen leuchtenden Strich und dann kann man hier auch dementsprechend die Noten eingeben. Also wenn man jetzt eine bestimmte Note hat, wo man sagt, da sitzt die Störfrequenz, ne, was man jetzt zum Beispiel in Pads hat oder was weiß ich, dann kann man hier die Note einstellen und dann weiß man auch genau, in welche Richtung da gearbeitet wird. Presets sind auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung, zum Beispiel gerade wenn man Hi-Hats bearbeitet, hier Better Hi-Hats, der säubert nochmal die Drums, also die Shakers oder was auch immer von diesen ganzen Störfrequenzen und im Endeffekt hat man dann einen sehr guten, cleanen, aber knackigen Mix. Ich habe das Plugin jetzt in einer neuen Produktion eingesetzt und bin auf jeden Fall zufrieden. Ihr könnt euch auch erstmal die Demo runterladen. Ihr müsst gar nichts kaufen, auch wenn 12 € 2 Sixer Bier sind. Gut, das war jetzt ein Scheißbeispiel, aber ja, wer Bock hat, kann es sich angucken und einfach mal in die Kommentare schreiben, ob sich das Ding für euch gelohnt hat. So, das war es auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin, tschüssikowski.